Das ist Ichin Novice 4, ein kompletter, flugfertiges Set, wo alles dabei ist, wie ein 4 Zoll Quadcopter, eine gute Fernsteuerung und eine FPV-Brille. 2 Akkus und ein Ladegerät liegen bei. Bei dem Fly More Paket sind sogar 4 Akkus dabei. Das Set heißt zwar Novice, ist aber eher für Piloten geeignet, die schon fliegen können, da die Drohne schnell ist und sehr dünne Arme hat, die schnell brechen können. Dafür fliegt die Drohne sehr lange und weit. Aber stürzt man mit der Drohne auf den Boden, dann ist garantiert ein Arm gebrochen. Und so etwas passiert gerade bei Anfängern, meistens bei dem allerersten Flug. Also ich empfehle lieber hier zuerst einen kleinen Whoop wie Mobula 6 mit einem Propellerschutz dazu zu kaufen. Es gibt auch typische Anfänger-Sets, zum Beispiel von Beta FPV, das Cetus FPV-Kit, von Gap SC, Tiny Go oder von Max, der Tiny Hawk Freestyle 2, der auch robust ist. Diese Kits sind für den Anfang perfekt, aber wenn man damit 1 oder 2 Monate fliegt, stellt man schnell fest, dass man eine bessere Brille braucht, eine bessere Fernsteuerung und eine schnellere Drohne benötigt. Und so wird das Anfängerset dann komplett unbrauchbar, weil man alles wieder neu kaufen muss. Bei dem Novice 4 Set hat man aber eine bessere FPV-Brille da, eine sehr gute Fernsteuerung, mit der man auch andere Quadcopter Whoops fliegen kann, und es liegt ein richtig guter Quadcopter bei, der bestens als Long-Range Quadcopter geeignet ist. Also man kann damit schon mal 800 Meter weit wegfliegen. Und dann wiegt der Quadcopter nur 127 Gramm. Und mit dem Akku sind es 225 Gramm, was unter 250 Gramm Grenze liegt. Und man so alleine mit einer FPV-Brille den Quad fliegen darf. Sogar eine GoPro 8 Lite passt noch drauf und das Abfluggewicht ist unter 250 Gramm. Mit dem mitgelieferten Akku fliegt der Quad über 14 Minuten. Auf der Drohne befindet sich ein GPS-Modul, der die Drohne automatisch mit Return-to-Home-Funktion zurück zum Startpunkt fliegen lässt, falls die Verbindung zu der Fernsteuerung abbrechen sollte. Natürlich kann der Quad nicht alleine landen, aber er kommt wenigstens zurück. Unten befindet sich ein lauter Buzzer, der auch ohne den Hauptakku funktioniert. Wenn man zum Beispiel zu lange geflogen ist, der Akku leer wird und der Quad abstürzt, so findet man den Quad mit solchem Buzzer wieder. Auf dem Buzzer befindet sich eine kleine Batterie, die den Buzzer mit Strom versorgt und laut piepst mit einer blinkenden LED. Auf dem Quad befinden sich gute Standardkomponenten, die man auf allen modernen Quadcoptern findet. Ein Standard F4 Flugcontroller mit starken 25 Ampere ESCs, die die 1404 Motoren antreiben. Auf den Motoren sind gute Dämpfen, Propeller. Die Akkus haben nicht 3, sondern 4 Zellen und einen Standard XT30 Anschluss, mit dem man auch andere Quadcopter fliegen könnte. Nur das Ladegerät ist recht einfach, hat aber balancierten Anschluss für die 4-Zellen-Akkus, mit dem man auch die Spannung überprüfen kann. Das 220 Volt Netzteil hat nur einen US-Stecker, aber ein Adapter auf unseren EU-Stecker liegt bei. Es gibt bessere Ladegeräte, wie das ISDT Q6 Nano, das ich hier bevorzugen würde, weil das Ladegerät dann einfach schneller die Akkus laden kann und man hat dort verschiedene Einstellungen. Immerhin kann man mit dem Ladegerät auch den Akku von der Fernsteuerung aufladen, der aus 2 18650 Zellen besteht. Die Fernsteuerung, die dabei liegt, ist die Radiomaster TX12 von einem bekannten Hersteller. Viele nutzen von Radiomaster eine Fernsteuerung, weil diese sehr gut sind und ein Multiprotokoll-Modul eingebaut haben. Somit kann ich mit der Radiomaster verschiedene Quadcopter oder Flugzeuge fliegen, die auch andere Empfänger nutzen als die von Radiomaster. So kannst du mit der so ein Whoop mit FrSky D8 Empfänger fliegen. Oder ein Cinewhoop, der einen FrSky D16 Empfänger hat. Oder sogar großen 5 Zoll Freestyle Quad, der vielleicht einen FlySky oder DSMX Empfänger hat.
Das Schöne ist, dass alles bei der Fernsteuerung dabei ist, wie die Akkus, ein USB-Kabel, zum Beispiel sogar am Flugzeugsimulator mit der Radiomaster TX12 zu fliegen. Und die Fernsteuerung ist bereits mit dem Quadcopter gebunden. Also muss ich nur noch wissen, welcher Knopf für das Einschalten der Motoren benutzt wird. Man kann sogar eine Sprachausgabe auf der Funke aktivieren. So weiß man immer, welcher Knopf wofür ist. Ich habe die Radiomaster TX12 bereits getestet. So findest du in meinen Videos, wie man hier die Sprachdateien installiert. Außerdem kannst du die Fernsteuerung mit einem Crossfire-Modul erweitern. Hier hinten ist ein Schacht, wo man ein Crossfire, ein Ghost oder ein Express RLS Profisendemodul einsetzen kann. Eine gute FPV-Brille, die EV800DM, ist dabei. Es ist die Nachfolgebrille von der beliebten EV800D-Brille. Die EV800DM ist aber kompakter, leichter und sitzt besser am Kopf. Außerdem kann man hier sich Dreifachlinsen dazu bestellen für die Leute, die eine Laserbrille benötigen, wie ich, um mit der Brille trotzdem noch scharf sehen zu können. Die Sichtöffnung ist groß genug, sodass auch eigene Laserbrille reinpassen. Die Brille hat eine Omnidirektional- und eine Patch-Antenne. Die Omnidirektionalantenne ist gut, wenn man in der Nähe fliegt, da diese in jede Richtung den gleichen Empfang hat. So kann ich um mich herum fliegen. Die Patch-Antenne ist in eine Richtung optimiert und so kann man weiter wegfliegen, mit immer noch einem guten Empfang. Die Patch-Antenne muss dann immer in die Richtung der Drohne zeigen, sodass die Videosignale an der Patch-Antenne ankommen. In der Brille ist ein Akku eingebaut, der mit dem USB-Kabel geladen wird. Es liegt auch ein USB-Netzteil dabei. Zusätzlich kann die Brille ein Video von dem Flug aufnehmen. Hierzu braucht man aber eine MicroSD-Karte mit am besten 32 GB Speicher. Für den Start der Videoaufnahme wird lange auf den Aufnahmeknopf gedrückt und in der Brille leuchtet ein roter Aufnahmepunkt auf. Die FPV-Brille kann man natürlich auch mit anderen analogen Quadcoptern benutzen, wie hier mit dem Mobula 6 oder einem 5 Zoll Quadcopter. Das ganze Set soll bis zu 1 Kilometer funktionieren, natürlich auf eine freie Sicht zu der Drohne. Trotzdem kann es passieren, dass man früher schon die Videoverbindung verliert oder die Verbindung zu der Fernsteuerung weg ist, weil man vielleicht zu weit hinter einem Baum geflogen ist. In dem Fall merkt die Drohne, dass die Verbindung zu der Fernsteuerung weg ist und dann aktiviert sich das GPS Rescue Mode und die Drohne fliegt automatisch zu dem Startpunkt zurück und alles ist bereits hier in dem Set voreingestellt. Vor dem ersten Flug müssen zuerst alle Akkus aufgeladen werden und am besten auch die FPV-Brille und die Fernsteuerung aufladen. Die Propeller sind bereits vormontiert. Hier muss nur noch die Antenne aufgesteckt werden und leider müssen die Empfängerantennen mit einem Heißkleber festgeklebt werden, weil das DPU-3D-Druckteil zu große Löcher hat. Einen Akku auf die Drohne schnallen, prüfen, ob alles fest sitzt und den XC30-Stecker rein. Die Fernsteuerung und die FPV-Brille einschalten. In der FPV-Brille sieht man sofort das Livebild der Drohne und auf der Fernsteuerung erkennt man an dem RSSI-Zeichen, dass eine Verbindung zu der Drohne da ist. Ich bin sehr überrascht, dass Ichin hier so ein gutes Set zusammengestellt hat. Und alles funktioniert auf Anhieb. Es ist wirklich ein Ready-to-Go-Set. Zwar kostet das Set über 330 €, aber man bekommt hier gute Produkte, die das Geld wert sind. Ein Link zu dem Set mit 10% Rabatt findet ihr in meiner Videobeschreibung. Vor dem Fliegen muss zuerst der Buzzer aktiviert werden. 2 bis 3 Sekunden auf den Knopf drücken und der Buzzer ist aktiv. Das muss man leider bei jedem Akkuwechsel wiederholen. Das Aktivieren von dem Buzzer ist wichtig, sonst findet man die Drohne auf der stark bewachsenen Wiese nicht mehr, wenn diese abstürzen sollte. Jetzt warte ich so lange, bis mindestens 6 Satelliten in der FPV-Brille angezeigt werden. Das kann beim ersten Mal über 5 Minuten dauern. Fliegst du das erste Mal, dann ist es ratsam, den Mode-Schalter B ganz nach unten zu schalten, sodass du im stabilisierten Modus fliegst, also Engel. So fliegt die Drohne immer waagerecht, wenn du die Knöpfe der Funke nicht bewegst.
Den Flugmodus sieht man rechts in der FPV-Brille. Sind mindestens 6 Satelliten da, lassen sich jetzt auch die Motoren mit dem Schalter E einschalten. Bei mir war aber die GPS Rescue Funktion nicht eingerichtet. Also konnte ich sofort losfliegen mit 0 Satelliten. Das ist aber nicht gut, weil die Drohne so nicht alleine zurückfliegen wird, wenn diese die Verbindung zu der Fernsteuerung verlieren sollte. Also wieder landen und ich muss die Drohne an das Laptop anschließen. Auf dem Laptop sollte das aktuelle Betaflight-Konfigurator installiert sein. Die Drohne wird ohne dem Akku über ein USB-Kabel an das Laptop angeschlossen. Laut der Dokumentation soll GPS Rescue aktiv sein mit mindestens 6 Satelliten und einem Gasschwebewert mit 1280. Also schalte ich von Drop auf GPS Rescue Funktion um. 6 Satelliten sind voreingestellt. Diese Bedienungen sollen nur bei Verbindungsabbruch gelten, also bei Failsafe Only. Ich füge noch unter den Schaltern zusätzlich einen Rescue-Schalter ein, der über AUX 3, also Kanal 7, mit dem Schalter C an der Fernsteuerung verknüpft ist. So kann ich auch manuell das GPS Rescue aktivieren, um es beim Fliegen testen zu können. Bei dem Failsafe-Tab sieht man jetzt den aktivierten Rescue-Schalter. Damit die Drohne bei GPS Rescue auch schwebt, muss der Schwebegaswert richtig eingestellt sein. Hier stelle ich fest, dass 1280 zu wenig ist und ich den Wert auf 1360 erhöhen muss. Dabei erhöhe ich auch den Maximalgaswert auf 1700 und den Minimalwert auf 1150. Jetzt sollte alles richtig eingestellt sein und ich kann die GPS Rescue Funktion mal testen. GPS Rescue funktioniert erst ab 100 Meter Entfernung. Erst nach 100 Meter schalte ich den Rescue Schalter C ein. Dabei sollte man nicht zu hoch über der Wiese fliegen, damit die Drohne bei Fehlversuch nicht hart auf den Boden fällt. Ja, und es klappt. Die Drohne fliegt zurück zu dem Startpunkt. Rechts oben in der Brille wird jetzt das Mode Rescue angezeigt. Ich kann jederzeit die Controller von dem Quad übernehmen, indem ich den Schalter C ausschalte und die Sticks bewege. Jetzt ist alles richtig eingestellt und ich kann endlich richtig weit wegfliegen. Die gute KDX Ratel 2 Kamera liefert ein super gutes Bild. Die Aufnahme von der EV800DM Brille ist richtig gut. Das Bild ist sogar besser als das, was ich in der Brille sehe. In der Brille kommt mir das Bild nicht so detailliert wie in der Videoaufnahme vor. Der Empfang der EV800DM Brille ist erstaunlich gut. In der Drohne ist auch ein guter Videosender eingebaut und die lange Antenne sorgt für eine perfekte Videoübertragung. Ich komme fast bis 800 Meter Entfernung, bis hier das Bild verschwindet und ich aus Panik den GPS Rescue Schalter aktiviere. Und die Drohne fliegt etwas zurück, bis das Bild wieder da ist und ich wieder die Controller vom Quad übernehmen kann. So muss es sein. Egal was passiert, die Drohne kommt dank GPS zurück in Richtung vom Startpunkt. Verwundert bin ich über den Empfänger, der Radiomaster R81, der ein FrSky DR-kompatibel ist und gute Signalleistung hat. Beim Fliegen hatte ich keinen einzigen Failsafe, egal wo ich geflogen bin. Der 1100 mAh Akku reicht für mindestens 14 Minuten Flugzeit, wobei ich hier schon schnell geflogen bin und auch Freestyle mit Rolls und Flips geflogen bin. Also man kann sogar mit der kleinen Drohne Freestyle fliegen. Es gelingt alles, nur etwas langsamer als es vom 5 Zoll Drohne mit starken Motoren gewohnt ist. Ich finde die Motoren gut genug und es macht Spaß, damit auch Freestyle zu fliegen. Und das über eine Stunde lang mit den allen 4 Akkus. Abgesehen von der nicht eingestellten GPS Rescue Funktion finde ich keine weiteren Fehler bei dem Ichin Novice 4 Paket. Die Drohne ist in super Qualität, sehr gut eingestellt, mit der besten Kamera, einem super Videosignal. Die TX12 Fernsteuerung ist auch perfekt und nutzbar für alle anderen Quadcopter oder sogar Flugzeuge. Die FPV-Brille hat eine angenehme Sitzform und liefert ein gutes, sauberes Bild. Natürlich hat eine 5-mal so teure Skyzone oder Fatshark OLED-Brille ein viel besseres Bild.
aber die EV800DM reicht am Anfang aus. Eins, was bei dem Paket mir nicht so gut gefällt, ist das super einfache Ladegerät, welches nur vollladen kann, aber keine weitere Funktion hat. Außerdem wird das Ladegerät recht warm beim Laden von einem Akku. Bei der 4 Zoll Drohne ist alles perfekt, aber ich vermisse hier ein paar Ersatzarme, da man am Anfang garantiert schnell einen Arm bricht. Man kann sich die Arme für den Novice 4 bei Bängung nachbestellen. Das Ishin Novice 4 Paket macht richtig Spaß und ich kann es jedem empfehlen. Solltest du aber ein Anfänger sein, ist es ratsam hier zuerst mit einem WUP anzufangen, wie mit dem Mobula 6, um damit zuerst fliegen zu lernen. So ein WUP überlebt viele Abstürze und kann auch im Haus geflogen werden. Das Kunststoffframe kann man leicht austauschen oder sogar kleben. Das Ishin Novice 4 Paket ist sehr gut. Man kann es nur noch durch ein besseren Ladegerät verbessern oder durch eine Profibrille wie Fatshark HDO2 oder Skyzone O4X verbessern, die aber leider sehr teuer sind. Also, viel Spaß beim Fliegen!